So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Crime and Punishment, Sherlock Holmes. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Okay, wir suchen noch ein gutes Versteck. Ist hinter seiner Hütte? Nahe dem Fenster? Hier, ja. This looks like the perfect hiding place. Okay. Das ging ja doch schneller als gedacht. Ich habe schon wieder gedacht, wir müssen noch da ewig nach einem komischen Versteck suchen, aber der Inspektor hat uns ja gleich auf die Sprünge geholfen, ne? Nett von ihm. Der schwarze Peter. Warum heißt schwarze? Also der Typ, was ist ein Spitzname, schwarze Peter, ne? Von dem Opfer. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. So das. Okay. Das ist aber definitiv nicht der Mörder. All Dafür right, ist my er zu jung fine und fellow. klein. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocence? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough! You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Also auf jeden Fall ist es nicht der Mörder, das ist schon mal klar. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir gehen jetzt zu Scotland Yard, ne? Okay. So, das ist mal gerade noch. Nee. Das wird so einfach. Und ja, passt nicht. Passt nicht. Nope. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Okay. These are the suspect's belongings. Oh ja. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. A handkerchief with the initials JHN.
Der eine Ring, die Knechte. From R. Dawson to my friend and partner. 1883. So, wir müssen ja noch suchen, ne? And partner, 1883. To my friend. From R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Du müsstest praktisch... These abbreviations mean something. But what? Das hat man ja schon, ne? Hier ist ein Archiv. Im Archiv. Okay, Fragen im Archiv. Das muss wahrscheinlich dann in seiner Wohnung, in seinem Haus ins Archiv und danach gucken. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Da ist jetzt hier die, ich sag mal, das gleiche hat er aber zum Obduzieren. Locked. Locked. Da wo ist denn? Das ist nicht. Das ist schon ziemlich lange hier. Ah, okay. So. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Viele kennen. Teurer Stoff, okay. Deswegen hat er eine Flicke drauf gemacht, damit es länger hält, ne? Okay, es passt immer nicht richtig, ne? Feine Knöpfe. Hornhaut. Narben. Dünner Hals. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Jacke des Vaters.
No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Das sind sie doch alle. Okay. Einbruchsversuche. Fehlende Blechliste. Blechkiste. Keine Ahnung was. Nope. Das ist klar, ne? Das gehört wohl zusammen. Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Aber er nicht. Noch fehlende Blechkiste. Aber nichts damit zu tun. Das macht auch keinen Sinn und das macht alles keinen Sinn, ne? Das schreibt wahrscheinlich reichen unsere Indizien vermutlich nicht aus. Okay, das habe ich noch stimmt. Experiment durchführen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Oh Mann. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder nach Hause. Würde ich mal sagen, oder? Das ist mal ganz rüber. Habe ich hier noch Neues? Ja gut, Inhalt. Erstmal wieder in die Baker Street und rekonstruieren diesen Wurf. Auch schon irgendwo Indizien. Dokumente, was ist hier noch? Herleitungen öffnen. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Immer mit unserem bettgeschützten Partner und Kollege und Freund. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon.
Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Oh, Toby, wie süß. Oh. Hey, das ist natürlich ein Anblick. Wow. Das hat sich nicht gelohnt. My analysis table. It is useful for my work. Ich wollte hier das Archiv, na genau. Nach dem Ring suchen. What? Ökonomie, Technik, Geschichte. Geschichte. Medizin. Botanik. Boah, ist ja echt krass. Als schwer goldene Ring mit der Gravur von einem Dawson. Freund und Partner 1983. Dawson. Was ist jetzt Dawson? Was ich jetzt rauskriege? Alter. Oh Gott, oh Gott. Warum nicht Dynamit? That is not the one I need. Ja, das ist schon klar. Geschichte, Napoleon, römische Geschichte, preußische, Militarismus, ägyptische Geschichte, Schau. Quatsch, körperliche, Tuberkulose, Botanik. Nee, Botanik ist auch Quatsch. Was ist das? That is not the... That is not... Ich muss mal ein bisschen durchprobieren, That is aber not... ich raff's nicht ganz. Ökonomie, das könnte irgendwas... That is not the one I need. That is not the one I need. Land... That is... Ja. Ja. That... Bringt mir überhaupt irgendwas, was? That... 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 Ja, also Kunst, klar, nicht. Ökonomie, Technik. That... That is... That... Geschichte. That is... Dawson von Dawson, mein Freund, 1883. That... Körperchemie. That is not... Das bringt mir that alles is nichts not und nicht. That is not... That... That is... Also macht ja irgendwie alles That... keinen Sinn. That is... That... That... Okay, wird alles durchprobiert, oder? Ja, ach jetzt nicht. Ring mit Gravur. Ach, guck mal, hier kommen auch mal Zeitungen. Was gibt's noch? Forschungsberichte. Ja, das ist aber ganz schön hier umfangreich, leg mich im Arsch. Startschuss für die erste elektrische Eisenbahn, das Konkursgesetz. That is not the one I need. Achso, ne, gut, ist ja. Vernieren, Dawson und Nelligan pleite. Das ist doch hier relevant. Dawson und Nelligan Investmentfonds pleite. Nelligan verschwunden. Der Dawson und Nelligan Investmentfonds, eine regionale Bank mit Sitz in Cornwall, hat nach schweren Verlusten im Kreditbestand Konkurs angemeldet und wird infolgedessen in Kürze aufgelöst. Es handelt sich dabei um die 23. größte Bank in England und der Konkurs ist der zweitgrößte der Geschichte. Die Auflösung des Unternehmens ist für viele Familien in Cornwall eine Tragödie. Joshua Nelligan, einer der Vorsitzenden, ist seit dem Bekanntwerden der Neuigkeiten spurlos verschwunden. Zuletzt wurde er dabei gesehen, wie er an Bord seiner Yacht ging und eine Fahrt nach Norwegen vorbereitete. Nelligan wird sowohl von der Polizei als auch von seinen Kreditgebern gesucht. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also ich muss sagen, ich finde es jetzt echt ganz cool gemacht. Also es ist halt wirklich sehr, sehr
rätsellastig. Ja, ist ja auch Sherlock Holmes schließlich. Und sehr umfangreich, also wirklich ganz cool. Ich würde sagen, wir gehen dann auf jeden Fall zur Metzgerei, nächste Folge. Okay, dann mal danke fürs Zusehen und ja, wie immer, lasst ein paar Likes da. Oder einen zumindest für diese Folge. Und ein Abo, wenn es schlecht. Und ein paar Kommentare, irgendwas. Dürft ihr gern was schreiben. Ne? Ich lese auch durch. Versprochen. Ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Adieu.